Heute live aus den Hollywood Studios aus LA beim Dreh zum neuen Kassenschlager Batman in Chipocalypse Now. Das wäre ein passendes Intro zum Titel, aber ich begrüße euch aus dem Studio von Raiffeisen Capital Management zum Kapitalmarkt-Update. Der alte Kassenschlager Mark 7 ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen und mit dem Technologieschwerpunkt Künstliche Intelligenz übernehmen die Batmans die neuen Hauptrollen. Das sind in der Reihenfolge Broadcom, Amazon, Tesla, Microsoft, Meta, Apple, Google mit dem Ticker Alphabet und Nvidia. Und so wie es momentan aussieht, ist bei der Kooperation und strategischen Verflechtung, wie auch Konkurrenz, der Kampf um den Kuchen im Brand, den eigentlich Nvidia fast alleine gebacken hat. Es geht um die Chips. Doch zum Hintergrund. Mit jedem Auftauchen einer neuen KI oder neuen Release taucht spätestens nach dem DeepSeek-Moment die Frage auf, mit wie viel Energie und mit welchen Chips wurde es gemacht? Eben den haptischen wichtigsten Kostenfaktoren. Wie ihr in der Grafik seht, ist laut dem Artificial Analysis Intelligence Index derzeit Googles Gemini 3 Pro die beste KI am Markt. Und wie hat Google das geschafft? Nicht mit Nvidias GPUs, sondern mit eigenen TPUs. Nvidias klassische GPUs, also Graphic Processing Units, sind allgemeiner Natur, brauchen recht viel Strom und sind vielseitig geeignet, zum Beispiel für Spiele, Grafikbearbeitung und eben auch KI. TPUs, also Tensor Processing Units, sind speziell nur für KI-Anwendungen entwickelt. Kosten ein Drittel der GPUs, sind effizient, aber nur halb so schnell und verbrauchen weniger Strom. Und deshalb könnte oder kann man sie für kosteneffiziente Rechenleistungen einsetzen. Und das bringt ein bisschen frische Luft in die Szene. Denn Meta will schon 2027 Milliarden ausgeben, um die von Google designten Chips zu kaufen. Insider glauben, dass ein direkter Vorstoß es Google ermöglichen könnte, einen Marktanteil bei Chips zu erobern, der etwa 10% des Jahresumsatzes von Nvidia entspricht. Nvidia hat ja eine technische Partnerschaft mit AMD, während Alphabet langjährig mit Broadcom kooperiert. Seit etwa 3 Jahren war Google unter den Mark 7 ein Underperformer, aber ist seit dem Tief im April um 120% gestiegen. Wie die Performance der Batmans heuer war, seht ihr hier. Beeindruckend eben in letzter Zeit Google und Broadcom. Das sind die dicken roten bzw. schwarzen Linien. Und nicht genug der Konkurrenz, jetzt steigt auch Amazons Cloud-Sparte in die Chip-Schlacht und präsentiert mit Trainium 3 ihren eigenen KI-Chip. Es gibt also heftige Scharmützel im Dschungel des Halbleiter-Universums Chipocalypse Now. Der Kampf um Marktanteile innerhalb der Batmans ist entfacht und das freut den lachenden Dritten. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ist der größte Halbleiterhersteller der Welt. Und mögen Nvidia oder Google noch so tolle Chips designen, alle brauchen TSMC als Hersteller. Und mit all der Nachfrage werden die Investitionsausgaben bei TSMC für nächstes Jahr zwischen 50 und 54 Milliarden Dollar erwartet. Der Semi-Boom lebt und gedeiht. So, jetzt ein bisschen Marktentwicklung. Der November war am Weg zu einem der schlechtesten Aktienmonate heuer zu werden, aber ein rekordverdächtiger Rebound führte gerade noch zu einer Plus-Minus-Null-Performance im S&P 500. Aber was den Aktienmarkt derzeit wirklich antreibt, seht ihr in dieser Grafik. In schwarz der Nasdaq 100 und in blau die invertierte Volatilität am Anleihenmarkt. Das heißt, Änderungen in der Zinssenkungserwartung schlagen sich derzeit 1:1 auf den Aktienmarkt nieder. Ja, und was kann uns im Dezember erwarten? Ja, da habe ich eine gute und eine weniger gute Nachricht, zumindest was die Statistik betrifft. Die gute zuerst. Was ihr hier seht, ist die Verteilung der Jahreshöchststände im S&P 500 seit 1950. Und der klare Gewinner ist der Dezember. Die Wahrscheinlichkeit einer Weihnachtsrallye ist also groß, aber so sie kommt, startet sie erst meist zur Monatsmitte und ist vielleicht für europäische Anleger nicht so berauschend. Denn die Saisonalität des US-Dollars kann ein bisschen die Performance eintrüben. Der Dezember ist der Dollar schwächste im Monat. Die stärkste Black Friday-Woche gilt es noch zu berichten mit über 9% plus im Online-Geschäft. Jedoch immer mehr Amerikaner nutzen Buy Now, Pay Later. Und ich sage jetzt Bye for now. Hoffe, euer Chipshunger ist mit dieser Sendung mal gestillt. Und wir sehen einander nächste Woche. Da geht es dann um Anleihen, Japan und Metalle. Bis bald und alles Liebe, euer Uli.